Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe es in der Vergangenheit ja schon des Öfteren gesagt. Es ist eine Schande, dass Apple keinen Wert darauf legt, die ganzen Daten, die eine Apple Watch sammelt, so aufzubereiten, dass es uns Sportlern hilft, effektiver zu trainieren und somit besser zu werden. Gott sei Dank haben das einige Entwickler erkannt und mit Apps nachgeholfen. Ich glaube, die bekannteste ist die App Athletic. Seit Dezember gibt es auch eine weitere App, die versucht, die Apple Watch zu einem richtigen Trainingsbegleiter zu machen, und sie macht auch sehr vieles richtig. Welche das ist, was die alles kann und was an der speziell ist, das werde ich euch heute in meinem Video verraten. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los! Die App, die ich euch heute vorstelle, heißt Superset. Diese analysiert euren Schlaf, errechnet eure Trainingsbereitschaft und sagt euch, wie intensiv ihr trainieren könnt. Der Clou dabei ist aber, dass neben der Kardiobelastung auch die Muskelbelastung bei einem Krafttraining berechnet und zur Gesamtbelastung hinzugefügt wird. Wie gut das funktioniert, das zeige ich euch dann später. Schauen wir uns mal gemeinsam die App an. Der Homebildschirm gibt eine gute Übersicht über die wichtigsten Daten. Oben sehe ich die drei Hauptmetriken, um die es in der App geht. Strain, das ist die Belastung, Recovery, die Erholung, und Sleep ist der Schlaf der letzten Nacht. Strain ist die numerische Darstellung der Belastung des Tages und besteht aus der aktiven und der passiven Belastung. Der eine entsteht durchs Training und der andere durch Anstrengung im Alltag, wenn man zum Beispiel oft die Stiegen raufläuft. Recovery zeigt mir meine Leistungsbereitschaft an, körperliche Anstrengung anzunehmen. Sie hilft mir immer, das richtige Maß zu finden und Übertraining und Verletzungen zu vermeiden. Der Erholungswert wird bei Superset durch drei Werte ermittelt: Schlaf, meiner Herzfrequenzvariabilität und meines Ruhepulses. Der Sleep Score ist die Benotung des Schlafes meiner letzten Nacht. Dabei spielen vor allem Dauer und Konsistenz eine große Rolle, aber auch Schlafphasen und Unterbrechungen werden hier mit einbezogen. Die Summe dieser Faktoren ergibt dann eine Zahl, die die Qualität meines Schlafes widerspiegelt. Unter Strain, Recovery und Sleep finde ich dann auch immer ein Feedback, zum Beispiel zum Schlaf oder zu meinem Training. Weiters wird auch mein Stress analysiert. Beim Abschnitt Health Monitor sehe ich auf einen Blick, ob Ruhepuls, Herzfrequenzvariabilität, Atemfrequenz, Körpertemperatur und Blutsauerstoff im normalen Bereich liegen. Da sehe ich dann immer so einen grünen Punkt, wenn alles passt. Und im untersten Bereich gibt mir die App dann eine Aufstellung meines Schlafes bzw. meiner Aktivitäten. Das war jetzt aber natürlich noch nicht alles. Jeder angesprochene Punkt hat Untermenüs und erlaubt es uns noch tiefer in die Analyse einzutauchen. So, kurze Unterbrechung. Falls dir mein Video bis jetzt gefallen hat, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du mein Video liken und mir ein Abo dalassen würdest. Auf der einen Seite unterstützt du meinen Kanal und auf der anderen Seite verpasst du dann keine zukünftigen Videos mehr. Ich sage Dankeschön und weiter geht's. Schauen wir uns mal den Punkt Strain genauer an. Wenn wir draufklicken, kommen wir zu einer weiteren Seite. Hier sehe ich meine aktuelle Trainingsbelastung, den empfohlenen Bereich, meine Kalorien und auch den Cardio Load. Was ist der Cardio Load? Der Cardio Load ist das Verhältnis zwischen meiner kurz- und langfristigen Belastung. Dieser sollte idealerweise zwischen 0,8 und 1,3 sein. Und hier sehe ich dann immer, wo ich mich gerade befinde. Wenn ich weiterblättere, komme ich zu meiner Load Balance, die Aufschluss darüber gibt, welchen Einfluss mein aktuelles Training auf meine langfristige Fitness hat. Aktuell sieht man, dass mein Fitnessniveau zwar absteigend ist, ich kann mir das auf 3 Monate auch anschauen, aber wenn ich es mir auf ein Jahr anschaue, sehe ich, dass ich auf einem normalen Level bin. Wir gehen wieder auf die Hauptseite. Strain und Cardio Load werden übrigens unterschiedlich kalkuliert. Während bei Strain zum Beispiel auch das Krafttraining einen großen Einfluss hat, hat beim Cardio Load dieses weniger Auswirkung. Hier kommt dann Ausdauertraining ins Spiel. Wir haben unter Cardio Load auch den Punkt Coaching. Hier bekomme ich ebenfalls zu meiner Belastung ein kleines Feedback. Weiter unten finde ich meine ganzen Aktivitäten sowie die Aufschlüsselung der Herzfrequenzzonen. Unter dem Punkt Trends wird mir dann zum Beispiel aufgezeigt, wie mein Strain im Vergleich zur Vergangenheit ist. Ich kann mir das auf Wochen, Monate und Jahre anschauen. Ich gehe jetzt noch einmal auf Monate. Hier sieht man zum Beispiel, dass mein durchschnittlicher Strain, also meine durchschnittliche Belastung in diesem Monat bei 40% liegt und im Vormonat bei 41% war. Ich bewege mich also hier im normalen Bereich.
Das Ganze kann man sich dann auch für die Trainingszeit anschauen, für die tägliche Herzfrequenz, die Kalorien oder auch für die Schritte. Wir gehen weiter zur Erholung, zur Recovery. Hier sehe ich meinen Recovery Score, meine durchschnittliche Herzfrequenzvariabilität der Nacht, meine Ruheherzfrequenz sowie wieder ein kurzes Feedback dazu. Und auch hier finde ich weiter unten den Punkt Trends, sprich den Vergleich zwischen aktuellen und historischen Werten. Hier sehe ich dann zum Beispiel die Veränderung meines Recovery Scores, meiner Ruhe-Herzfrequenzvariabilität, meines Ruhepulses bzw. meiner Atmung. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Ruhepuls hineingehe, kann ich mir das Ganze wöchentlich, monatlich, jährlich anschauen etc. Wir gehen weiter zum Punkt Schlaf. Hier findet man den Sleep Score, die Zeit, die man im Bett verbracht hat, bzw. die Zeit, die man tatsächlich geschlafen hat. Ich sehe das Schlafziel sowie ebenfalls ein Feedback, wie die letzte Nacht war. Das Schlafziel kann ich ebenfalls aufgliedern. Das ist die Summe aus dem selbst festgelegten Ziel, das sieht man oben, und des zusätzlich empfohlenen Schlafs aufgrund der Belastung des Tages. Weiters finden wir einen Überblick über die ganzen Schlafphasen inklusive dem Bereich, in dem ich mich normalerweise aufhalte, und weiter unten wieder den ganzen Trends. Spannend ist auch der Punkt Heart Rate Dip. Hier wird sozusagen geschaut, wie weit die Herzfrequenz beim Übergang vom Wachzustand in den erholsamen Schlaf fällt. Das kann ein Indikator sein, ob man mehr vom wichtigen Tiefschlaf bekommt und generell ein Zeichen für die Herzgesundheit sein. Zuletzt sieht man die sogenannte Sleep Bank. Jedes Mal, wenn ich mein Schlafziel nicht schaffe, wird hier eine Schlafschuld angehäuft. In meinem Fall habe ich bereits 1 Stunde 36 angesammelt. Ich sollte also in Zukunft darauf achten, mehr zu schlafen. Wir befinden uns wieder am Hauptbildschirm und schauen uns den Stress an, denn dieser ist natürlich ebenfalls ein wichtiger Faktor, wenn es um Erholung und Trainingsbereitschaft geht. Diesen ermittelt Superset anhand der Herzfrequenz und der Herzfrequenzvariabilität. Auch hier bekomme ich dazu ein Feedback und weiter unten sehe ich einen Graph mit den Stressdaten des Tages sowie einer Aufschlüsselung, wie hoch mein Stress und wie lange ich gestresst war. Ebenso wird der Trend hier ermittelt. Neben dem Stressscore an sich wird hier zwischen aktivem, nicht aktivem und Schlafstress unterschieden. Rechts unten findet man noch den Menüpunkt Activities und den schauen wir uns ebenfalls an. Als erstes sehe ich einen Vergleich meiner Aktivitäten im aktuellen Monat zum Vormonat, zur Vorwoche oder zum Vorjahr. Ich bleibe jetzt hier auf Monat. Ich kann das Ganze auch noch filtern, wenn ich es mir für eine spezielle Aktivität anschauen möchte. Ich sehe weiters eine Zusammenfassung der Gesamtzeit, der Gesamtkalorien, Distanz bzw. wie hoch die durchschnittliche Gesamtbelastung war. Und last but not least noch eine Historie meiner ganzen Aktivitäten. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich persönlich sehr cool finde. Ich bin jemand, der gerne läuft, Fahrrad fährt, wandern geht, aber ich mache auch gerne Krafttraining. Und in der Vergangenheit hatte ich das Problem, dass bei der Berechnung der Belastung für Krafttrainings diese nur sehr wenig gezählt haben, weil der Puls dabei nicht so hoch war bzw. nicht so lange hoch war und die diversen Uhren oder Apps das Ganze dann als nicht anstrengend gezählt haben. Doch das ändert sich mit der App, denn diese errechnet auch die Muskelbelastung und fügt das dann zur Gesamtbelastung hinzu, wodurch dann im Endeffekt ein viel realistischer Wert entsteht. Wie funktioniert die Belastungsberechnung für das Krafttraining bei Superset? Die Berechnung für die Belastung durch das Krafttraining basiert auf dem Trainingsansatz des Velocity-Based Trainings. Dabei misst der Beschleunigungsmesser der Uhr die Geschwindigkeit, mit der eine Übung durchgeführt wird, und kann feststellen, wann man an die Grenze seines maximalen Leistungsniveaus kommt. Für Beintraining kalkuliert die Uhr übrigens die Belastung anhand des Gewichts, der Sets, Wiederholungen und der empfundenen Anstrengung. Was man aber aktuell noch machen muss, ist das Workout vorher in der App zu erstellen. Wir klicken auf Add Workout Plan, dann benennen wir das Workout, ich schreibe jetzt einfach Test her, und haben jetzt die Möglichkeit, die geplanten Übungen auszuwählen. Und wie man sieht, das sind wirklich viele. Wir gehen wieder ganz rauf. Ich wähle jetzt einfach 3 zufällige aus und klicke auf Add. Jetzt habe ich hier die ganzen Übungen, die kann ich noch durch Gewicht und Wiederholungsanzahl ergänzen, beziehungsweise kann ich auch noch Sets hinzufügen. Das Ganze mache ich jetzt bei jeder Übung.
schreibe jetzt überall einfach nur 10 hin, nur zu Demonstrationszwecken und speichere das Ganze. Und jetzt sieht man ganz unten unter Tests, dass wir das Workout hinzugefügt haben. So sieht das Ganze dann übrigens auf der Uhr aus. Ich kann das Workout auswählen und nach 3, 2, 1 starte das Training. Ich kann unten die Übung manuell starten, wenn ich dann fertig bin, auch beenden, und sollte sich am Gewicht oder an der Wiederholungsanzahl etwas geändert haben, dann kann ich das hier eingeben. Möchte ich noch zusätzlich Übungen einbauen, kann ich runterscrollen und mit Add Exercise noch weitere Übungen hinzufügen. Nach dem Workout kann ich dann angeben, wie intensiv ich das Workout empfunden habe und bekomme dann eine Zusammenfassung der Gesamtbelastung, der Zeit, des bewegten Gewichts, der Wiederholungen und ganz unten auch noch der Beanspruchung der einzelnen Muskelgruppen. Natürlich hat es Superset nicht leicht, denn mit Athletic gibt es eine renommierte App, die genau das gleiche Thema behandelt und das auch verdammt gut macht. Aber Konkurrenz ist für uns Konsumenten ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Mir persönlich gefällt Superset sogar eine Spur besser, weil ich finde, dass die App etwas durchdachter und besser aufgeräumt ist. Ich finde auch die Einschätzung meiner täglichen Erholung sowie das gesetzte Belastungsziel hier etwas realistischer. Was ich vermisse, ist das Erfassen von Nickerchen, um sozusagen meine Schlafschuld auf der Schlafbank abzubauen. Das ist aber bereits in Planung. Das ist jetzt natürlich aber meine Meinung bzw. meine Erfahrung. Was mich aber noch mehr interessieren würde, ist, ob ihr die App schon getestet habt, wie eure Erfahrung damit ist, gefällt sie euch nicht. Schreibt mir doch eure Meinung in die Kommentare. Ich lese mir jede durch bzw. antworte auch jeden. Ich bin am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.